Hallo, ihr Lieben. Heute mal nichts mit Astrologie. Heute möchte ich über meine zweite Vipassana-Erfahrung berichten. Und zwar geht es darum, dass ich zum zweiten Mal ein 10 Tage Vipassana-Retreat mitgemacht habe. Und ich möchte darüber reden, wie das jeden von uns in seiner Persönlichkeitsentwicklung und in seiner Achtsamkeit weiterbringen kann. Und wer es noch nicht weiß, es gibt weltweit viele Vipassana-Zentren, in denen man kostenlos die echte Vipassana-Meditation, wie sie von Gautama, dem Buddha, gelehrt wurde, erlernen kann. Und alle Vipassana-Zentren wurden von ehemaligen Schülern durch Spenden finanziert und aufgebaut. Ja, es sind 10 sehr intensive Tage, in denen man wirklich sehr viel über sich selbst lernen kann und ganz viel Gelassenheit im Leben bekommen kann. Aber wie gesagt, diese Tage sind sehr intensiv und nicht für jedermann geeignet. Denn man meditiert 10 Tage lang für 10 Stunden am Tag. Man muss morgens um 4 Uhr aufstehen. Männer und Frauen sind strikt getrennt. Man muss die edle Stille einhalten. Das heißt, man schweigt die ganzen 10 Tage, beziehungsweise 9,5 Tage. Denn am letzten Tag darf man widersprechen. Und ja, und man kommt wirklich sehr tief ähm, in seine Gefühle rein und man kommt sehr tief rein in sich selbst. Also es kann passieren, dass verdrängte Erinnerungen und Traumata ganz besonders in den ersten 3, 4 Tagen hochkommen. Und deswegen ist es wirklich sehr wichtig, dass man eine stabile Psyche hat, wenn man so ein 10 Tages Vipassana-Retreat mitmacht. Also, was ist überhaupt Vipassana? Vipassana kommt aus dem Buddhismus und bedeutet so viel wie die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Vorneweg, man muss kein Buddhist sein, um diese Vipassana-Meditation zu erlernen. Jeder ist im Vipassana-Zentrum willkommen, egal welcher Religion er angehört oder ob er überhaupt einer Religion angehört. Das ist vollkommen egal. Heute wird Vipassana von S.N. Goenka, auch liebevoll Goenkaji genannt, gelehrt. Goenkaji starb 2013 im Alter von 89 Jahren. Aber es gibt Tonbandaufnahmen von ihm, von seinen Lehren, wie er andere Schüler in anderen Vipassana-Zentren unterrichtet. Also Vipassana ist kurz gesagt die Meditation, in der man durch Selbstbeobachtung die Wahrheit erkennt. Es geht darum zu erkennen, dass alles von Natur aus vergänglich ist und Erscheinungen wie Emotionen und Gedanken nicht unser Selbst sind. Diese Wahrheit erkennt man aber nicht durch intellektuelles Verstehen, indem man nur Vorträge darüber hört oder Bücher liest, sondern tatsächlich nur durch das praktische Üben von Vipassana. An der Praxis führt kein Weg dran vorbei. So, wo kann man nun Vipassana erlernen und wie ist das so in einem Vipassana-Zentrum? Wie gesagt, es gibt weltweit Vipassana-Zentren und auch in Deutschland gibt es ein Zentrum. Es gibt auch ein Zentrum in der Schweiz und in Österreich wird gerade ein Zentrum aufgebaut. Auch im benachbarten Polen gibt es ein Zentrum und auch in Belgien, ganz in der Nähe zur deutschen Grenze, gibt es ein Zentrum. Und all diese Zentren sind von Deutschland aus gut zu erreichen, egal wo man wohnt. Irgendwo in der Nähe gibt es sicherlich ein Zentrum. Also ein paar Kilometer muss man schon fahren, aber so 2, 3 Stunden Autofahrt kann man dafür ruhig in Kauf nehmen, denke ich. Wenn man sich anmelden möchte für so einen Vipassana-Kurs, das geht nur online. Den Link dazu packe ich dir unten in die Beschreibung. Also ich war in Deutschland
im Vipassana-Zentrum. Und zwar ist das in Triebel. Triebel liegt in Sachsen im sächsischen Vogtland an der Grenze zu Bayern und auch an der Grenze zu Thüringen. Es ist sehr gut mit dem Zug zu erreichen. Zum Beispiel kann man nach Hof fahren in Bayern und dort kann man sich abholen lassen. Oder nach Oelsnitz in Sachsen. Dort kann man sich auch abholen lassen. Und natürlich kann man auch mit dem Auto hinfahren. So, die Unterkunft und die Verpflegung, das ist alles frei. Es wird alles durch Spenden früherer Teilnehmer finanziert. Nach den 10 Tagen, wenn man selber dann eben diesen Kurs mitgemacht hat, kann man natürlich dann selber spenden. So, die Unterkünfte sind ganz verschieden. Es gibt Einzelzimmer, es gibt Zweibettzimmer, es gibt auch 3-Bett- oder 4-Bettzimmer, aber die meisten Zimmer sind Zweibettzimmer. In Triebel in Sachsen gibt es circa 12 bis 15 Einzelzimmer, sogar mit eigenem Bad. Diese Einzelzimmer sind vorwiegend für ältere Personen, für Schwangere und auch für Menschen mit Behinderung. Und ich denke mal auch, wenn man schon mehrere Vipassana-Kurse mitgemacht hat, bekommt man auch eher ein Einzelzimmer als ein Doppelzimmer. Ja, die Zimmer sind sehr einfach gehalten mit Bett, Schrank, vielleicht noch ein kleiner Nachtschrank. Dann gibt es Gemeinschaftstoiletten, Gemeinschaftsduschen. Wie gesagt, einige Einzelzimmer hatten auch ein eigenes Bad. Das Essen ist vegetarisch bzw. vegan und wirklich sehr, sehr lecker. Zum Frühstück gab es zum Beispiel Brot, Cornflakes, Haferflocken, Porridge, Obst, Marmelade, Honig, all diese ganz normalen Sachen, dann Quark, Milch und auch vegane Milch wie Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch. Und ja, mittags gab es meist Gemüse, also sehr viel Gemüse gab es und auch Salate. Es gab meistens Reis oder Nudeln dazu. Ja, Käse gab es auch, den man sich dann selber drauf tun konnte. Wie gesagt, eigentlich war es fast immer vegan. Und ja, das Durchschnittsalter war, kann man wirklich sehr schlecht sagen. Es war ja meine zweite Vipassana-Erfahrung. Beim ersten Mal war ich ja in England, das war schon 2018. Und da war wirklich mh, das Alter so gemischt, sag ich mal, von 20 bis 70. Und diesmal war es auch gemischt natürlich, sehr junge Menschen, 20 in ihren 20ern und bis hoch in die 60er oder vielleicht sogar 70er. Allerdings hatte ich den Eindruck, jetzt diesmal in Triebel waren mehr junge Menschen, mehr Menschen in ihren 20er oder 30er Jahren. Aber wie gesagt, es sind alle Altersklassen vorhanden. Ja, in diesem Kurs waren auch 3 Schwangere. Man sagt ja, diese Meditation ist besonders gut für Mutter und Kind. Also Mutter und Kind können besonders davon profitieren, diese Art von Meditation zu erlernen. Ähm, und für alle, die nicht lange auf dem Boden sitzen können, gibt es auch Stühle, die bereitgestellt werden. Allerdings sollte das vorher angemeldet werden, wenn man einen Stuhl braucht, denn das sind nur begrenzte Kapazitäten bei den Stühlen. Ich glaube, so 6 bis 8 Stühle waren vorhanden. Genau, somit kann wirklich jeder an dieser Meditation teilnehmen, wer möchte. Also man muss nicht auf dem Boden sitzen, wer es nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen. Aber es ist natürlich, wer kann, es ist besser, auf dem Boden zu sitzen. Ja, warum ist diese Art von Meditation so intensiv und lebensverändernd? Ja, einmal, weil man 10 Stunden am Tag meditiert, natürlich, weil man in Stille ist, die ganzen 10 Tage mit niemand spricht. Man hat auch keine Ablenkungen wie Bücher oder was zu schreiben oder was einen Film zu gucken oder man hat auch das Handy nicht. Man muss das Handy auch abgeben vorher.
es wird in einem Schließfach eingeschlossen. Ja, es ist so, man geht ja an die Wurzel allen Leidens in dir, in so einer Meditation. Und man erlebt oft Schmerzen und Glück gleichzeitig. Es ist paradox, aber so ist es. Und ja, gerade in den ersten 3, 4 Tagen können alte, verdrängte Erinnerungen und sogar Traumata in dir hochkommen. Wichtig ist, dass du diesen Prozess zulässt. Und es ist auch wichtig, dir vorher darüber klar zu sein, dass so etwas passieren kann. Und darum ist es wirklich, wirklich wichtig, dass du eine stabile Psyche hast, bevor du so so ein 10 Tages Vipassana-Retreat beginnst. Wie gesagt, es wird besser. Es wird jeden Tag besser. Man hat aber Up and Downs, also es geht hoch und runter und man will wirklich ständig aufgeben, aber man zieht es durch. Ja, am Ende, sage ich mal, ist man sehr glücklich und hat das Werkzeug, sein Leben ohne Leiden zu führen. Und darum geht es ja. Es geht darum, nicht mehr zu leiden und jeder Herausforderung im Leben mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen. Ja, die Frage kommt immer wieder auf, sollte man sich vorbereiten auf so einen 10-Tages-Retreat? Ich würde sagen, ja, ein bisschen. Also, man sollte wenigstens vorher schon mal meditiert haben. Man muss nicht eine ganze Stunde schaffen, das kommt dann dort von ganz allein. Ich würde vorschlagen, man sollte einfach also üben, am Boden zu sitzen, egal in welcher Position. Es muss jetzt nicht gleich im Schneidersitz sein, aber einfach viel Zeit auf dem Boden zu verbringen. Wenn man zum Beispiel liest, sich nicht auf den Stuhl setzen oder aufs Sofa, sondern einfach auf dem Boden mit einem Meditationskissen oder mit mit irgendeiner weichen Unterlage. Ja, das hilft schon sehr einfach, dass man sich daran gewöhnt, dass man am Boden sitzt. Ne? Wie gesagt, man muss auch nicht im Lotussitz sitzen. Es reicht der ganz normale Schneidersitz oder irgendein anderer Sitz, auf den Knien zum Beispiel. Oder ja, man kann auch ganz normal sitzen und die Beine anwinkeln. Hauptsache ist, man sitzt am Boden und schafft es dort auch eine Stunde mindestens sitzen zu bleiben. Wie gesagt, vorher muss man das nicht schaffen, eine Stunde am Boden zu sitzen. Das kommt dort von ganz allein. Zum Beispiel ich selbst kann nicht im Lotussitz sitzen. Ich habe im Schneidersitz gesessen und hatte mir sehr viele Kissen unter meinen Knien gesteckt, damit sie eben nicht in der Luft hängen. Und ich hatte mir diesmal sogar auch eine Rückenlehne genommen, denn beim ersten Mal hatte ich keine Rückenlehne und ich hatte wirklich ziemlich starke Rückenschmerzen nach einer Weile. Diesmal habe ich da gleich vorgebeugt und mir eine Rückenlehne geben lassen. Die kann man sich dort auch geben lassen, wenn man merkt, es geht nicht einfach so im Schneidersitz oder in irgendeiner anderen Position am Boden zu sitzen. Die Rückenlehne hilft schon sehr. Wie gesagt, ist es wichtig, dass du emotional stabil bist und keine schweren psychischen Erkrankungen hast. Dann gibt es dort Lehrer und auch Betreuer. Die sind allerdings nicht psychologisch geschult oder ausgebildet. Daher sollte man wirklich psychisch, emotional stabil sein und sich bewusst sein, eben, dass wirklich Traumata oder verdrängte Erinnerungen in dir hochkommen können. Und du musst dir sicher sein, dass du mit diesen verdrängten Dingen, mit diesen Traumata umgehen kannst und dass du eben stabil bist. Es ist normal, dass man vielleicht weinen muss oder dass man sehr emotional wird, aber wenn du damit umgehen kannst, wenn du nicht keinen Zusammenbruch bekommst, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn du weißt, du weißt nicht genau, wie du reagierst auf solche alten Erinnerungen, dann ist es wirklich besser, du arbeitest das erstmal auf selber mit einem Psychotherapeuten oder
mit wem auch immer du in Kontakt gehen kannst, und machst so eine Vipassana-Meditation, also so einen Vipassana-Retreat für 10 Tage, erst dann, wenn du wirklich weißt, du bist psychisch stabil. Ja, vor dem Retreat muss man sowieso sehr viele Fragen beantworten, auch zur psychischen Gesundheit. Und man wird dann auch gar nicht zugelassen, wenn man zum Beispiel Psychopharmaka nimmt oder schwere Psychosen hat oder Schizophrenie. All solche Dinge werden abgefragt. Und ich glaube sogar, wenn man in psychologischer Behandlung ist, aber man sagt, man ist stabil, dann muss man sich sogar vom Arzt eine Bescheinigung geben lassen, dass du wirklich stabil bist. Genau. Ja, dann komme ich mal zum Ablauf des Retreats. Wie gesagt, für mich war es ja schon das 2. Mal, daher wusste ich schon ungefähr, was auf mich zukommt. Also erstmal zur Anreise. So, also mit Anreise- und Abreisetag sind es ja sogar 12 Tage. So, ich sage mal, der Anreisetag ist Tag 0, Tag 0. Man kommt so zwischen 15 und 17 Uhr an. Und wie gesagt, man kann mit dem Auto hinfahren oder mit dem Zug. Man wird auch abgeholt vom Bahnhof. Man muss das vorher einfach anmelden, dann wird man mit so einem Sammeltaxi abgeholt. So, dann gibt es in dem Zentrum eine Anmeldung. Dort sitzen 2 Betreuer, die erklären dir alles. Man muss nochmal was ausfüllen, ein Formular. Dort muss man sich nochmal alle Regeln durchlesen und bestätigen, dass man diese Regeln auch einhält und dass man auch wirklich diese 10 Tage dort bleibt. Denn man wird noch mehrmals danach gefragt, ob man dann wirklich dazu bereit ist, diese 10 Tage zu bleiben und zu meditieren. So, dann wird man ein Zimmer bekommen. Also es wird dir ein Zimmer zugewiesen. Dann gehst du hin, packst aus, lernst vielleicht deine Zimmernachbarin kennen. Ja, dann kann man sich das Gelände schon mal ein bisschen angucken, vielleicht mit den anderen Leuten in Kontakt treten. Da darf man noch sprechen bis dahin. Ne? Man ist ja noch nicht in der Meditation. Ja, dann gibt es im Speisesaal noch mal eine kurze Einweisung über alle Regeln auf dem Gelände und wie der Tagesablauf ist. Und ja, dass man eben dann nach der ersten Meditation nicht mehr sprechen darf, denn dann herrscht die edle Stille. So, die 5 wichtigen Regeln, die dort im Zentrum eingehalten werden müssen, sind: kein lebendes Wesen zu töten, nicht zu stehlen, nicht zu lügen, sich jeglicher sexueller Aktivität zu enthalten und kein Rauschmittel irgendwelcher Art, auch nicht Alkohol oder Tabak, zu sich zu nehmen. Ja, dann der Tagesablauf ist, ich beschreibe mal ganz kurz: 4 Uhr ertönt der Gong, also 4 Uhr aufstehen. 4:30 Uhr bis 6:30 Uhr ist die erste Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer. 6:30 Uhr bis 8 Uhr ist Frühstückspause. 8 bis 9 Uhr ist eine Gruppenmeditation in der Meditationshalle. 9 bis 11 Uhr ist wieder Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer, je nach Anweisung des Lehrers. Der Lehrer, 11 bis 12 Uhr Mittagspause, 12 bis 13 Uhr ist nochmal Ruhepause und auch Gelegenheit zum Gespräch, zum Einzelgespräch mit dem Lehrer oder der Lehrerin. 13 bis 14:30 Uhr ist wieder Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer. 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. 15:30 Uhr bis 17 Uhr Meditation in der Halle oder im eigenen Zimmer, je nach Anweisung der Lehrer. 17 bis 18 Uhr Teepause. 18 bis 19 Uhr Gruppenmeditation in der Halle. 19 bis 20:15 Uhr ein Vortrag von Goenka in der Halle. Also der Vortrag ist aufgezeichnet und man kann ihn auf Videoleinwand sehen. Und darauf habe ich mich jeden Abend gefreut. Es war wirklich immer sehr lustig und sehr erkenntnisreich auch.
Dann wieder 20:15 Uhr bis 21 Uhr die letzte Meditation, Gruppenmeditation in der Halle. 21 Uhr bis 21:30 Uhr war Zeit für Fragen an die Lehrer in der Halle und ab 21:30 Uhr dann Nachtruhe und Licht aus. Ja, wie ihr seht, das Mittagessen ist um 11 Uhr und das ist die letzte richtige Mahlzeit. In der Teepause um 17 Uhr gibt es auch noch ein bisschen Obst, aber nur für die neuen Schüler. Die neuen Schüler sind die, die zum ersten Mal so einen Vipassana-Kurs mitmachen, und alte Schüler sind die, die schon mindestens einen Kurs mitgemacht haben. So, die alten Schüler bekommen kein Obst mehr, sie kriegen nur Tee oder Zitronenwasser. Ja, okay, wir sind immer noch an Tag 0. So, nachdem alles Formelle eben geklärt ist, geht man zum ersten Mal in die Meditationshalle. So, ab da darf dann nicht mehr gesprochen werden. Das wird vorher alles erklärt. Und dann in der Halle bekommt man seinen ganz persönlichen Meditationsplatz zugewiesen. Die alten Schüler, also die, die schon mal einen Kurs gesessen haben, sitzen weiter vorne, dahinter dann die neuen Schüler. Jeder hat sein eigenes Kissen und man kann sich auch noch mehr Kissen nehmen. Dort gibt es sehr, sehr viele Kissen, die man sich dann ja, aufstapeln kann, so wie man es möchte. Oder man kann natürlich sein eigenes Meditationskissen auch mitbringen. Und es gibt auch Decken zum Einwickeln. Also es ist alles dort. Ja, dann werden die Meditationslehrer vorgestellt. Und man bekommt noch so ein paar Informationen von dem Lehrer bzw. der Lehrerin. In der Meditationshalle sitzen die Männer auf der einen Seite und die Frauen auf der anderen Seite. Das ist auch die einzige Zeit in der Halle, wo man die Männer, wo wir Frauen die Männer sehen oder die Männer uns Frauen sehen. Allerdings, wie gesagt, es ist getrennt. Die einen sitzen rechts, die anderen links. Dazwischen ist noch ein Gang und jeder ist so für sich, sag ich mal. Ja, die Männer haben einen Meditationslehrer und die Frauen eine Meditationslehrerin. Ja, dann wird zum ersten Mal an dem Abend meditiert. Es ist jetzt mittlerweile ja schon abends, circa 20 Uhr oder 20:30 Uhr. So, dann meditiert man schon mal eine halbe Stunde, was dir beim ersten Mal schon recht lange vorkommt. Und dann ist man echt froh, wenn diese halbe Stunde um ist. Besonders dann, wenn man eben nicht daran gewöhnt ist zu meditieren. Ja, und dann kann man aufs Zimmer gehen. Wie gesagt, jetzt wird nicht mehr gesprochen. Dann macht man sich schnell Bett fertig, vielleicht schnell Zähne putzen, waschen, ab ins Bett, Licht aus, ab ins Bett. Denn man denkt ja schon wieder daran, dass morgen früh um 4 der Gong ertönt. Ja, dann beschreibe ich mal Tag 1 bis 3. So, der Ablauf jeden Tag von Tag 1 bis 9 ist immer gleich. So wie ich es vorhin schon beschrieben habe. Also 4 Uhr, Gong, Meditation, Frühstück, Meditation, Mittagessen, Pause, Meditation, Pause, Meditation, Vortrag anhören, Meditation, schlafen. So, um 4 Uhr ertönt der Gong und dann geht es auch schon los mit Meditieren. Also natürlich erstmal aufstehen, vielleicht waschen, Zähne putzen. Das kann man auch nach der ersten Meditation machen oder eben davor, wie jeder möchte. Ja, und dann geht man schon in die Meditationshalle oder man bleibt im Zimmer und meditiert. Das ist bei der Morgenmeditation von 4:30 Uhr bis 6:30 Uhr jedem selbst überlassen. So, am ersten Tag lernt man in der ersten Gruppenmeditation dann ab 8 Uhr Anapana. Anapana ist eigentlich die Meditation, wo man seinen Atem beobachtet. Die Anweisung zur Meditation kommt von Thonmann, direkt vom Lehrer S.N. Goenka. Zuerst immer auf Englisch und dann kommt eine deutsche Übersetzung. Also Anapana bedeutet, die Aufmerksamkeit auf den natürlichen Atem zu konzentrieren. Man beobachtet,
wie der Atem in die Nasenlöcher einströmt und wieder ausströmt. Das ist alles. Man konzentriert sich einfach die ganze Zeit auf diesen Bereich hier, also auf dieses Dreieck. Im Grunde genommen tun wir dies die ersten 3 Tage mit einigen zusätzlichen Anweisungen vom Lehrer Goenka und auch von den Lehrern vor Ort. Die ersten 3 Tage beobachten wir unseren Atem, wie er einströmt und wie er ausströmt. Hört sich langweilig an, ist es auch, aber es passiert ganz viel in dir in dieser Zeit. Und du merkst auch, wie unruhig dein Geist ist und dass es extrem schwer ist, den Atem zu beobachten, ohne etwas dabei zu denken. Also sich wirklich auf den Atem zu konzentrieren. Und es ist ganz normal, dass man das nicht schafft, schon gar nicht eine Stunde lang. Genau, die Meditationen sind jetzt immer eine Stunde lang. Genau, es ist sehr schwer, gerade am Anfang, am ersten Tag, sich lange zu konzentrieren. Meistens schafft man es sogar nur ein paar Sekunden, eine halbe Minute, eine ganze Minute vielleicht. Und das ist ganz normal. Und es ist einfach so, dass man immer weitermacht. Immer wenn man merkt, man schweift ab, man ist in Gedanken woanders, kommt man einfach wieder zurück zum Atem und beobachtet ihn. Ja, da der Atem das Bewusste mit dem Unbewussten verbindet, kommt in dieser Zeit, also in den ersten 3 Tagen, besonders viel in dir hoch. Viele unbewusste Dinge, Dinge, die man verdrängt hat. Aber das Unterbewusstsein hat nun mal alles abgespeichert und somit muss man sich mit diesen Dingen dann noch einmal auseinandersetzen. Dies kann ein schmerzhafter, aber auch erleichternder Prozess sein. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es kann sehr emotional werden für dich und es können Dinge hochkommen, von denen du nicht mal wusstest, dass sie da waren, dass sie in dir sind, dass es diese Erinnerung in dir gab. Daher nochmal, du musst eine stabile Psyche haben, um dieses Retreat mitmachen zu können. So, wichtig ist dann, diesen Prozess auch wirklich zuzulassen. Und es bleibt ja auch wirklich gar nichts anderes übrig, denn du kannst dich dort mit nichts anderem ablenken. Du kannst einfach nur weiter meditieren, weiter im Prozess bleiben und dir gegebenenfalls nochmal die Dinge anschauen, die hochkommen, aber dann einfach wirklich weiter meditieren, weiter auf dem Atem konzentriert bleiben. Übrigens, es gibt wenige Menschen, die den Kurs abbrechen, aber wenn jemand abbricht, dann passiert es oft in den ersten 3 Tagen, weil eben in dieser Zeit diese starken Erinnerungen oder Traumata sogar in dir hochkommen und du sie nicht verdrängen kannst. Du kannst sie nicht wegdrücken, du kannst dich nicht ablenken mit anderen Dingen, die du vorher im Alltag so getan hast. Dann hat man mit dem Handy gespielt, Fernsehen geschaut oder irgendwas gemacht, sodass man eben diese Sachen nicht anschauen muss. Aber wie gesagt, dort geht es nicht. Dort wirst du gezwungen, es nochmal anzuschauen. An allen Tagen, aber besonders in den ersten 3 Tagen wird es Momente geben, in denen du vielleicht verzweifelst und aufgeben willst. So war es auch bei mir, so war es bei fast jedem. Auch beim zweiten Mal. Ich habe ja nun schon den zweiten Kurs mitgemacht. Also selbst beim zweiten Mal denkt man daran, aufzugeben, aber tu es nicht. Bleib dran, bleib bei deinem Atem und mach einfach weiter. Ja, dann möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, was bei mir unter anderem, das war eine Sache von vielen, aber das war, glaube ich, eine sehr wichtige Sache für mich. Das möchte ich dir erzählen, was bei mir beim ersten Retreat in England passiert ist. Und zwar bei meinem ersten Kurs in England hatte ich ja keine Rückenlehne und dementsprechend hatte ich ganz schön starke Rückenschmerzen, gleich schon von Anfang an.
Und ich hatte da so eine bestimmte Stelle am Rücken, die immer besonders stark wehtat. So, und ich saß da und wollte mich auf meinen Atem konzentrieren und es ging einfach nicht. Ich hatte immer diese Schmerzen, aber ich habe trotzdem weitergemacht. Und dann war da aber ein Mann, der immer zu gehustet hat. Ständig. Er war einfach krank. Er hatte ständig Husten. Und immer wenn ich vielleicht gerade mal so halbwegs gut meditieren konnte, fing er wieder an zu husten und brachte mich sozusagen raus. Und vielleicht auch alle anderen oder ein paar andere. Aber ich kann ja jetzt nur von mir berichten. Und das hat mich schon irgendwie genervt. Das hat mich die ganze Zeit genervt, weil er immer zu gehustet hat. Dann ist er auch mal aufgestanden und rausgegangen, dann wieder rein, dann hat er wieder gehustet. Und natürlich habe ich mein eigenes Versagen, dass ich nicht schaffe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, dass ich immer zu meine Rückenschmerzen denke. Das habe ich auf diesen Mann geschoben, der immer zu husten musste. Das ist ja alles nur wegen ihm. Er bringt mich ständig raus. Ja, aber so war es natürlich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir das Gehuste weiter angehört und mich darüber innerlich aufgeregt. Und der Schmerz im Rücken wurde immer stärker dadurch, weil ich auch wütend wurde auf ihn und auf mich und auf alles. Und ich wollte schon aufspringen und einfach nach Hause fahren. Und aber auf einmal, ich weiß nicht, er hat wieder gehustet und ich habe mich wieder innerlich aufgeregt. Und auf einmal, ja, auf einmal, wie soll ich sagen, brach es so raus aus mir. Ich musste auf einmal weinen. Und meine Tränen liefen und liefen. Und plötzlich hatte ich gar keine Wut mehr auf ihn, sondern einfach nur tiefes, tiefes Mitgefühl. Denn auf einmal habe ich begriffen, dass er das natürlich nicht mit Absicht macht und dass er darunter sehr leidet, dass er husten muss und dass er auch gerne aufhören würde zu husten. Und dann hatte ich dieses starke Mitgefühl, diese Empathie für ihn. Und er tat mir so leid und ich wollte am liebsten zu ihm hingehen und ihn umarmen. Also ganz, ganz viel Mitgefühl kam auf einmal hoch für diesen Mann, der immer husten musste und auch ganz viel Mitgefühl für mich selbst, dass ich Rückenschmerzen habe, dass ich es nicht schaffe zu meditieren. Und auf einmal war das alles in Ordnung. Auf einmal hatte ich auch keine Rückenschmerzen mehr. Plötzlich war dieser eine Schmerzpunkt an meinem Rücken verschwunden. Und zwar genau in dem Moment, als ich weinen musste und dieses tiefe Mitgefühl in mir hochkam, für den Mann und auch für mich selbst. Und ja, da hatte ich diesen einen Schmerz in mir aufgelöst. Das war sehr emotional für mich und das war nur eine von vielen Sachen, die dort passiert sind. Von daher lohnt es sich, dran zu bleiben, weiterzumachen, egal wie du dich fühlst, egal wie viel Schmerzen du hast, egal wie frustriert oder verzweifelt du bist. Mach weiter, besonders die ersten 3 Tage. Halte diese ersten 3 Tage durch, denn dann wird es wirklich besser. Ja, dann Tag 4. Tag 4 ist besonders wichtig, aber auch besonders anstrengend. Man lernt nämlich dann Vipassana. Weil vorher haben wir nur Anapana gelernt, also nur den Atem zu beobachten. Und ab Tag 4 lernt man dann die richtige Vipassana-Meditation. Die Einführung dauert circa 1,5 oder sogar 2 Stunden. Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, in der morgendlichen Gruppenmeditation um 8 Uhr lernen wir dann Vipassana. Kurz gesagt, Vipassana ist so, dass man den gesamten Körper von Kopf bis zu den Zehenspitzen scannt. Sowas, so würde ich es nennen, scannen. Und zwar beobachtet man alle Empfindungen, die im Körper auftauchen.
aber von Kopf bis zu den Zehenspitzen. Nicht irgendwo, jetzt habe ich hier ein Jucken oder dort tut es weh oder hier kratzt es mich. Nein, man muss immer an der Stelle die Empfindungen beobachten, an der man gerade ist. Also Empfindungen sind Jucken, Kribbeln, Pochen, Schmerzen, Vibrationen, Taubheit, Druck. Alles das sind Empfindungen. Und es gibt angenehme, unangenehme und neutrale Empfindungen. Und durch das Beobachten der Empfindungen erkennt man, dass Empfindungen kommen und gehen, so wie auch im Leben Empfindungen, Emotionen, Schmerzen, Freude, Liebe, Glück, dass es kommt und dass es geht. Also es ist so, eben hatte man noch ein Kribbeln am Fuß und beim nächsten Durchgang ist das Kribbeln weg, obwohl man nichts getan hat. Es ist einfach weg. Oder da ist ein Schmerz im Rücken. Man merkt, wie der Schmerz sich verändert oder stärker wird, schwächer wird oder sogar verschwindet. Und durch das kontinuierliche Üben von Vipassana verinnerlicht sich das Gesetz der Natur, welches besagt, dass alles Anicca ist. Anicca ist ein Pali-Begriff und der besagt, dass alles im Leben unbeständig und vergänglich ist. Egal was es ist, alles befindet sich im Fluss der Vergänglichkeit. Und da alles im Leben nun mal vergänglich ist jedes Anhaften vergeblich und führt zu Leid. Diesem ewigen Leiden zu entgehen, ist das Ziel von Vipassana. Man leidet zum Beispiel, weil man sich etwas wünscht und man bekommt es nicht. Oder man leidet, weil man etwas nicht bekommt, was man sich wünscht. Und beides führt zu Leiden. Und dies wirst du durch das Praktizieren von Vipassana erkennen, und zwar am eigenen Körper wirst du das erfahren. Denn wenn man es nur mit dem Kopf, also intellektuell versteht, kann man es einfach nicht verinnerlichen. Man versteht es einfach nur. Aber wenn man es eben am eigenen Körper erfährt, kann man es wirklich, wirklich im Leben integrieren. Denn der Körper muss es erfahren, damit auch dein Geist es erfährt. Und dadurch, dass die Aufmerksamkeit ständig auf deinen Körper gerichtet ist, denkt man auch nicht mehr und der Geist kommt immer mehr zur Ruhe. Natürlich geht der Geist immer mal wieder in den Kopf und Gedanken überfluten dich, aber dann bleibe gleichmütig, akzeptiere diese Gedanken, dass sie da sind und richte dann deine Aufmerksamkeit einfach wieder auf die Empfindungen des Körpers. So, dann Tag 5 bis Tag 9 ist auch ungefähr gleich. An Tag 5 bis 9 üben wir einfach immer weiter Vipassana mit immer wieder veränderten Anweisungen vom Lehrer Goenka oder wir kriegen auch Anweisungen vom Lehrer vor Ort oder von der Lehrerin. Und auch in dieser Zeit können noch verdrängte Bilder, Emotionen, Erinnerungen hochkommen. Aber normalerweise ist man jetzt schon in einem Zustand, in dem man erkennt, dass diese Erinnerungen auch nur Anhaftungen sind. Man kann sie dann schneller anschauen und auflösen. Und eigentlich sollte man auch laut Anweisung der Lehrer diese Erinnerungen mit Gleichmut betrachten und schnell wieder zurück zur Vipassana-Praxis gehen. Die Aufgabe ist eben keine Ablehnung gegen unangenehme Empfindungen zu haben und auch keine Anhaftung an angenehme Empfindungen zu haben. Unangenehme Empfindungen sind meistens Schmerzen. Früher oder später wirst du sie haben beim Meditieren. Und die Aufgabe ist eben keine Abneigung, keine Aversion dagegen zu entwickeln, sondern sie mit Gleichmut zu betrachten und dann werden sie sich auflösen, die Schmerzen. Das Gleiche gilt mit angenehmen Empfindungen. Du wirst vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Meditation eine extrem angenehme Empfindung am Körper spüren. Eine Art Vibration, was dich sogar in Ekstase versetzen kann. Es ist wirklich ein unbeschreibliches
ekstatisches Gefühl. Es kann sein, dass du dann denkst, wow, das muss die Erleuchtung sein. Denn das Gefühl, diese Empfindung ist so schön, dass du das Verlangen hast, es natürlich wieder zu erleben. Und da ist die Aufgabe, diesem Verlangen nicht nachzukommen, denn auch das ist ja wieder Anhaftung. Goenka sagt sogar, dass dieses angenehme Gefühl der Ekstase sogar sehr gefährlich sein kann, weil die Anhaftung an das Angenehme extrem stark sein kann. Und ich kann das sogar bestätigen, denn ich hatte so eine ekstatische Empfindung, wie ich sie noch nie im Leben hatte. Und natürlich wünscht man sich dann, dass dieses Gefühl zurückkommt. Und dann sitzt man und meditiert immer mit dem Gedanken, ich will das jetzt, dass das wieder passiert. Und das ist dann Anhaftung. Und dann passiert es natürlich erst recht nicht. Und dann wird man wieder frustriert und man leidet wieder. Und ja, das ist eben die Aufgabe, nicht an das Unangenehme eine Ablehnung zu entwickeln und an das Angenehme keine Anhaftung zu entwickeln. Dann jeden Abend um 19 Uhr findet ein Videovortrag von Goenka, dem Lehrer, statt. Also Goenka, SN Goenka, auch liebevoll Goenkaji genannt. Wirst du da auf einer großen Videoleinwand sehen. Und er spricht meist über die Dinge, die man an dem Tag gelernt hat. Und ja, ich habe mich jeden Abend auf diesen Vortrag gefreut, denn Goenka bezieht sich immer auf die Dinge, die man gerade gelernt hat. Und daraus kann man dann wirklich super Erkenntnisse ziehen. Und Goenkaji hat wirklich einen großartigen Humor. Und es war mir immer eine Freude, ihm zuzuhören. Und man lernt durch diesen Vortrag nochmal sehr viel, weil man das am Tage Gelernte eben dadurch besser versteht und umsetzen kann. Ja, und dann am Tag 10, der Ablauf des 10. Tages ist etwas anders, da man nach der ersten Gruppenmeditation wieder sprechen kann. Ja, also bis morgens um 8 ist alles wie immer, die Meditation, Frühstück und dann ab 8 Uhr geht man in die Halle zur Gruppenmeditation. Dort lernt man aber eine neue Meditation zum Abschluss, die Metta-Meditation genannt wird. Metta ist eine besondere Meditationsart, die man für einige Minuten nach der Vipassana-Meditation tun sollte. Metta bedeutet so viel wie liebevolle Güte. Man lernt Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen für alle fühlenden Wesen zu empfinden und dies auch auszustrahlen. Und nachdem man Metta gelernt hat, darf man dann ab 9 Uhr außerhalb der Meditationshalle wieder sprechen. Aber auch hier gilt, aus edler Stille wird edles Reden. Das heißt, man redet nicht übermäßig laut und spricht immer die Wahrheit, tratscht nicht und redet nicht über Belangloses, also einfach nur quasseln und irgendwas sagen. Das sollte vermieden werden. Bis zum Mittag haben die meisten sich auch daran gehalten, aber dann wurde es immer lauter und lauter und viele haben diese sogenannte edle Rede schnell vergessen. Ja, den Rest des 10. Tages geht es dann genauso weiter mit dem Meditieren, nur mit der Ausnahme, dass man in den Pausen eben miteinander sprechen darf und immer außerhalb der Meditationshalle. In der Halle darf nicht gesprochen werden. Ja, dann am 11. Tag. Der 11. Tag ist ja der Abreisetag. Morgens am 11. Tag ist nochmal Meditation von 4:30 Uhr bis 6:30 Uhr und es gibt Frühstück. Dann putzt man sein Zimmer, packt Koffer, wenn man es nicht vorher schon getan hat. Ja, dann wird nochmal allgemein bis 9 Uhr geputzt. Es müssen ja noch viele Dinge geputzt werden und da werden immer freiwillige Helfer gesucht. Da kann man sich dann eintragen, wer wo mithelfen möchte.
Zum Beispiel die Sanitäranlagen putzen, die Flure putzen, die Meditationshalle aufräumen und putzen und wischen, die Küche aufräumen, putzen, wischen und so weiter. Ja, und dann kannst du abreisen. Ab 9 Uhr muss es aber nicht. Wer noch Zeit hat, kann auch noch bleiben zur nächsten Meditation. Die fand an dem Tag um 10 Uhr statt. Ja, wie gesagt, du kannst an dem letzten Tag noch bleiben oder auch nicht. Die meisten sind aber um 9 Uhr abgereist. Ja, was ist nun mein Fazit? Mein Fazit ist, dass Vipassana für mich die Meditation ist, die wirklich etwas in einem Menschen bewirken kann. Es hat mir persönlich schon in sehr vielen Situationen im Leben geholfen. Ja, wenn man Anicca, der Fluss des Lebens, eben verinnerlicht hat, also dass eben alles im Fluss der Veränderung, der Vergänglichkeit ist und jede Anhaftung an Dinge oder Situationen Leiden verursacht und auch jede Ablehnung von etwas, das man nicht möchte, aber es doch geschieht, dass auch das Leiden verursacht, dann bekommt man eine gewisse Gleichmütigkeit. Denn Gleichmut ist es, was man durch Vipassana bekommt. Und Gleichmut ist nicht Gleichgültigkeit. Gleichmut ist die Qualität, ruhig zu bleiben, stabil und gefasst, selbst inmitten von Stress, Spannung und auch Provokation. Ja, nach diesen 10 Tagen ist man natürlich noch nicht in jeder Situation gleichmütig und es erfordert immer weiter fortwährendes Meditieren, um das Gelernte eben auch aufrecht zu erhalten. Aber es lohnt sich wirklich, denn durch diese 10 wirklich sehr intensiven Tage bekommt man das Werkzeug für zu Hause mit, weiterzumachen und die Herausforderungen im Leben mit unerschütterlichem Geist zu begegnen. Ich empfehle jedem von euch, der sich bereit und berufen fühlt, diese Meditation zu erlernen, um mehr Liebe und Frieden in diese doch harte und abgestumpfte Welt zu bringen. Aber nochmal der Hinweis von mir, deine Psyche sollte wirklich stabil sein. Du solltest keine schwere psychische Erkrankung gehabt haben, wie zum Beispiel eine Psychose, und du solltest auch keine Psychopharmaka zu dir nehmen. Denn auch wenn man es sich nicht vorstellen kann, in 10 Tagen Stille und nur auf sich selbst, sein Inneres fokussiert, kommt so viel an die Oberfläche, mit dem man gar nicht gerechnet hat. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie so ein 10 Tage Vipassana Retreat abläuft. Und ich freue mich natürlich über Kommentare und einen Austausch mit euch. Alles Liebe, bis bald.